Hallo und herzlich willkommen zu Stories. Ich bin der Joka oder auch der Manuel. Ich möchte euch ab heute entführen in eine kleine Fabelwelt von Stories, Path of Destiny. Ein Spiel, was ich auf Steam gesehen habe und was mir sofort zugesagt hat. Es ist erstmal ein Hack-and-Slay-RPG, was wunderschön designt ist. Es eine wunderschöne Geschichte erzählen soll, die man auch noch individuell mit seinen Entscheidungen bestimmen kann. Ich habe mir gedacht, ich hole mir das Spiel einfach und fange es an mit euch zu spielen. Genug der Vorworte, ich drücke einfach mal A, um zu spielen. Ja, dann mal auf schnell durchs Hauptmenü und wir starten ein neues Spiel. Once upon a time, the infamous rover Reynardo plundered the floating isles. Then his mother called him to her deathbed. "Swear to me that you won't die on the gallows," she rasped. Reluctantly, he swore. And he whiled away his days at home with music, cards, and wine. But the Emperor had changed. He'd been good once, a shy, almost humble toad. He'd built universities. Then people started whispering about mass graves in the woods, midnight rituals, victims screaming. The Imperial Ravens would round up entire villages, and no one ever returned. The Ravens had come to Ubar scouting for ancient books said to be of great power. But the librarians had hidden the books, so they'd burnt the librarians. The citizens, outraged, had driven them off. The Ravens had come back with dropships. The kid had fled with one of those books. He was brave and dumb and wanted to join the rebellion. And Reynardo had promised his mother he'd protect him. Gut, ja, Ladebildschirm. Es soll auf jeden Fall auch sehr humorvoll gehalten sein. Das freut mich auch sehr. Und ich bin jetzt mal ganz gespannt. Ich habe es noch nicht angetestet. Es soll einen wunderschönen Grafikstil haben. Wie ich finde, einen wunderschönen Grafikstil. Andere streiten sich darüber. Die mögen diese Comic-Optik überhaupt nicht. Aber ich freue mich jetzt schon, wenn der Ladebildschirm denn endlich vorbei ist, dann in diese Welt einzutauchen. Ja, ein sehr langer Ladebildschirm. Ah ja, und es speichert doch gleich. The kid was looking down, watching his city burn. "Sorry, kid," Reynardo told the kid. "Look, if we give them the book, they'll leave you alone." "My mother died for this book!" "I promised her I'd protect you." "Oh, damn it." The kid had run off. With the book, of course. So Reynardo had to run after him. Ja, das Kind haut ab und wir müssen hinterher. Und hier sind wir nun in der Gestalt dieses kleinen Fuchses. Und ich schau mal, laufen geht auf jeden Fall. Wir können schlagen. Schauen wir, was wir noch machen können. Okay, gut, das scheint es erstmal gewesen zu sein. Dann laufen wir mal los. Das ist aber... The two ravens were staring at the kid like he was their dinner, which probably was what was in their tiny brains. "Hey," Reynardo said. They cocked their heads at him. "Pick on someone as ugly as you." Wait, that didn't come out right. "For the Emperor!" The ravens cawed and rushed at him. Ihr bösen Raben, auf in den ersten Kampf. What? Wenn ein Gegner angreifen will, X, um zu kontern. Ich muss erstmal schauen. X, L, okay. Alles klar. L plus X, um zu kontern. Okay, ich verstehe. Da kann
kann andere Aktionen unterbrechen. Okay. Nice. Ja, das sind Kämpfe nach meinem Geschmack. Das geht schnell und heftig. Freut mich. Und ja, ich kann immer nur auf diesen wunderschönen Grafikstil hinweisen. Die Dialoge lassen mich nicht ausreden. Oder der Geschichtenerzähler. Aber egal, ich schwärme einfach nur über die Grafik. So, halten Sie X zum Greifen. X nehme ich doch die ganze Zeit zum Schlagen. Mit linken Trigger zielen. X loslassen, um zu werfen. Aha. Interessant. Ja, geht easy, ne? Jetzt ist... Na gut, einfach töten. Ich dachte, ich hätte die jetzt irgendwie auf diese Türen werfen müssen. The Gate of Heroes. Someone's idea of a joke. Making the Skyship docks a gated community. You needed a hero's sword to open it. And the kid was on the other side of the gate. Who let you through? Promise me you'll take the book to the rebels. Or I'm gonna steal your ship. I'm not taking that damn book anywhere. And neither are you. Try and stop me, laughed the kid. I bet you don't even have a hero sword. And with that, the kid hopped away. Had to hand it to the kid. He was an idiot, but he had guts. Where was Renato going to get a hero sword? Was? Wie kommt er einfach auf die andere Seite? Jetzt brauchen wir ein Hero Sword. Okay. Da unten ist eine Kiste. Das sieht gut aus. Werkbank. Nein, Loot! Ore and wind essence? That sounds about right. I'll need a workshop, though. Naja, Windessenzen sind immer gut in RPGs. Damit kann man die Essenz von Wind in irgendwelche Sachen reinbringen. Werkbank benutzen. Auswählen Schwert. Okay. Aktuelles Level, Spezialkraft ist Material zum Aufrüsten des Schwertes, was du brauchst. Okay, aktuelle Stufe noch nicht geschmiedet, sammelt die zum Schmieden des Schwertes benötigten Materialien. Aufrüsten. Du kannst mit genügend Material. Ja, X. Hero Sword. QED. Geil! Also es ist schon alles, was ein Schwert braucht. Es sieht hammermäßig aus. Bombe. Jetzt brauche ich anscheinend dann als nächstes 30 Erze. Ja, die kriegen wir doch noch zusammen. Zurück. Auf geht's. Dem Kind hinterher. This is what he got for settling down and finding people to care about. The kid's mum had been a swell cook and she'd laughed at Renato's jokes, even when he didn't know he'd made one. And then the ravens had come to burn her. And she'd made him promise to protect the kid. But she never told him where the book was. Just the kid. Okay. Und wir können die Tür öffnen. Auf die coolste Art und Weise. Natürlich braucht man ein Schwert, um Türen zu öffnen. Ich auch tagtäglich in meiner Wohnung benutze ich ja auch nur ausschließlich Schwerter, um meine Türen zu öffnen. Das ist wichtig. Oder Dropkicks oder Roundhouse Kicks, das geht natürlich auch. He came up to a ledge. It was too far to jump. There'd been a bridge here before, hadn't there? And there was Peter.
giggling at him. How'd you get across? He asked the kid. Where'd you find a hook? I harped, said the kid. Wise-ass kid. Hey, look out behind you! Cute, said Renato. Ah, Ravens. Oh nö. Oder, oh doch. Yay. Raben. Ja. Gib ihm. It was time to talk some sense into the kid. Just hook his way across the ledge and chase the kid down. Thing was, he hadn't used his hook since he'd retired. Damn it. Maybe if he meditated at that altar there, he'd remember his old skills. Okay. Also wir haben anscheinend ein Level-Up. Und dann können wir an dem Altar skillen. Also, Fähigkeitspunkte, ja, das ist Grundregel. Boreas ausgeben. X weiter. Da gibt es 4 Stufen Wahrheit. Du entdeckst, desto mehr Stufen erhaltst du frei. Hier findest du die Beschreibung für jeden. Ja. Du kannst Fertigkeitspunkte ausgeben. Kaufe dir die Hakenschussfähigkeit. Das machen wir doch. It was starting to come back to him. Something you never completely forgot. Like how to freeze time when attacking. The more he fought, the more he'd probably remember. Alles klar. Mit Y also. Gut. Schauen wir, gibt es sonst noch was? Nein. Dann können wir uns damit rüberziehen. Coole Sache. Okay, und anscheinend auch Gegner damit ranziehen. Und, ach, wie schön das aussieht. Mensch, herrlich. Ja. YouTube. And there was the Farfarer. She was the fastest ship he'd ever known. She could do the Kessel run in 12 furlongs. Oh, so the salesman told him. And something told him the kid was about to walk into an ambush. Stop! He shouted. I'm not giving you the book! Shouted the kid, and took off. No! Peter! The kid ran for it. And a gobbler nailed him with its eyeball. Nein, Peter! Oh mein Gott, kann ich die Vase zerstören? Nein. Lass mich in Ruhe. Ich kann die also damit betäuben. Ja, super. Locker easy, junger Mann. Dann laufen wir nochmal im Kreis und weiter geht's. Kommen wir hier hoch? Nein. The book was unburned. Next to it were the buckles from the kid's shoes, and a kid-sized pile of ashes. Damn it. Why hadn't he lied and told the kid he'd take the book to the rebels? The kid would be alive now. Really pissed off and betrayed, but alive. Oh, damn it. Renato picked up the book. He couldn't let the Empire have it now. He was going to have to get it out of there. He'd be a wanted man. Probably have to join the rebellion just to have a place to dock. Well, he'd hated home life anyway. Okay. Wow, Kisten zum Zerstören. Okay. Durch diese Apfelbirnen-Dinger kriegen wir also Gesundheit. Das ist schon mal gut. What was the big deal about this book anyway? Maybe he should open it and find out. Okay. All that had been years ago. How many? The war was a blur, and now 3 Raven scout ships were chasing him. Where are you running, rebel? Cawed the Raven captain over the loudhailer.
Renato could see them cranking up their catapults. "Just going out for milk?" Renato yelled back. "Where can you run?" laughed the Raven horribly. Far behind it, another city was burning. The dark cloud above its island was thousands of Imperial ships. The fleet was doing a thorough job. "Take us to the rebel base! I will spare your life!" it called. The entire jury-rigged rebel fleet was only a few islands to the east. Beyond that were only the pillars of heaven, a sea of endless blood-colored tornadoes. The rebellion was out of time, unless Renato could bring a game-changer. Maybe he could. Renato had found out where he could find the pieces of the Sky Ripper, the legendary weapon that had exiled the lost gods. Surely a legendary weapon could win the final battle. On the other hand, his old friend Lapino had sent Renato a desperate message saying he had a brilliant scheme to save the rebellion. If Renato could only rescue him. Renato dived the Farfarer towards the abyss. As he felt the heat of the jet stream, the Raven ships peeled off, not stable enough to follow him down there. Now it was time to choose. Lapino or the Sky River. Okay, mein alter Freund Lapino. Die Rebellion war in Gefahr und Raynor muss eine Lösung finden. Auch wenn Lapino nun wirklich nicht als Lösung betrachtet werden konnte. Manchmal hatte er doch ein paar verrückte Ideen. Vielleicht sollte er ihn retten. Die Rebellion war in Gefahr und Raynor musste eine Lösung finden. Ein uraltes Artefakt, das die verlorenen Götter besiegt hatte, könnte das Spiel für ihn entscheiden. Doch war vor ihm Jahren 2 Teile zerbrochen. Doch war er vor vielen Jahren in 2 Teile zerbrochen. Reynardo konnte es wieder zusammensetzen. Wenn er nur zunächst das Gehäuse an sich bringen konnte. Nein, keine mächtige Waffe geht über Freundschaft. Tut mir leid. Ah, Lapino. Apparently, the Mad Rabbit had sold a Pegasus that he did not exactly own. Lapino always wiggled out of trouble, given time. But he was out of time. The Ravens had figured out that Lapino was a rebel spy. If the fleet reached him first, they'd string him up for that. Never mind the winged horse. Ja, wie gesagt, also wenn man hier zuschaut, wenn man das Spiel selber spielen möchte, kann man es wahrscheinlich auf eine ganz andere Art und Weise spielen und kann somit dann auch eine ganz andere Geschichte erleben, als wir sie jetzt gerade erleben. Also hat dieses Spiel wahrscheinlich auch einen sehr großen Wiederspielwert. Mal schauen. Lapino had apparently managed to confuse the judge by arguing that he hadn't actually stolen a winged horse. He'd only sold it. Hasensaison. Wait. Where was the prison? The village was empty. Had everybody fled the Ravens? Okay, hier hinten sind erstmal Kisten zum Zerstören. Das ist wichtig. He just needed to smash something. Ja, okay. Ja, Mann, natürlich sind hier auch diese Ressourcen drin, die wir brauchen, um unser Schwert aufzuwerten. Also nehmen wir das natürlich alles mit. Alles, was ich finden kann. Alles, was ich nicht finden kann, lasse ich halt liegen. So. Können wir... Nein, wir können noch nicht. Können wir hier... Ach du Scheiße. Juwelenfassung. Diese Juwelenfassungsmenü. Hier kannst du mächtige Juwelen ausrüsten, die sowohl Angriff als auch deine Verteidigungswerte verbessern. Weiter. Dein Handschuh hat 3 Plätze. Ja. Wählen Sie davon, um ein Juwel zu sehen. Also ich habe anscheinend noch keine Juwelen. Nein. Keine Juwelen. Also das kommt erst später. Dann mal weiter. Ach, eine Kiste. Wer hätte das gedacht? Und
Feuerextrakt und 5-mal. Das reicht aber immer noch nicht, um das Schwert weiter aufzuwerten. Also ziehen wir erstmal weiter. Kann ich dich kaputt machen? Nein. Was ist das?